Dass beide Referenten, die da hauptsächlich mit betraut sind, also vom POR und vom RIT, hier ihre Statements gegeben haben, finde ich super, dass sie beide ansprechbar sind und nochmal informiert haben, was so auf der Agenda steht und welche Strategien wir haben für die Digitalisierung. Wichtig ist mir persönlich, dass tatsächlich die Menschen da mitgenommen werden und es nicht losgelöst von denen betrachtet wird. Und hier ist auch die Gelegenheit, dass die Menschen sich informieren und jeder tatsächlich für seinen Bereich schauen kann, wie er zukünftig tatsächlich sich mit der Digitalisierung anfreunden muss oder wo da Veränderungen in seinem Bereich liegen. Digitalisierung in erster Linie für mich sehr interessant, was die Bereiche betrifft, mobiles Arbeiten, Homeoffice. Und hier speziell jetzt in dem Raum die Möglichkeiten eben auch zukünftig tatsächlich den Arbeitsplatz nicht am Büro zu verbringen, sondern eben Möglichkeiten auch aufgezeigt zu bekommen, wie mobiles Arbeiten in Zukunft ausschauen kann. Halte ich für sehr interessant, bin allerdings auch ein bisschen im Zwiespalt, weil zum Beispiel die Erreichbarkeit ja dann doch auch ständig gegeben ist. Ich bin gespannt, wie sich das alles im Allen weiterentwickeln wird. Also das Thema Digitalisierung ist unheimlich wichtig und ich finde, die beiden Referenten haben das sehr gut vorgestellt und sind auch da auf einem ganz tollen Weg und haben tolle Ideen. Aber für die Umsetzung ist es dennoch schwierig und das haben wir jetzt auch schon hier ein bisschen diskutiert, weil die Digitalisierungsarbeit kommt ja on top auf die normale analoge Arbeit und bis das mal abgelöst wird, dauert es. Und wenn man dann sieht, was Menschen zum Teil in der Stadtverwaltung verdienen, wir haben ja nicht nur die dritte und vierte QE, sondern auch die zweite QE und dass man den Menschen das dann aufbürdet quasi für die Gehälter, die wir bekommen, das auch noch zu machen, stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Für mich war wichtig, das mal ein bisschen einzunorden, wie der ganze Prozess denn stadtweit gesehen wird. Ich arbeite beim Abfallwirtschaftsbetrieb München und deswegen hat mir da ein bisschen der Bezug dazu gefehlt, wo das dann Teil dieser ganzen Strategie dann ist. Und was ich für mich mitgenommen habe, ist, dass ich auf alle Fälle versuchen muss, das mitzugestalten und ich eigentlich die Leute, die dagegen sind und sagen, das überrollt mich, eher nur sagen kann, versucht es mitzumachen und die Sachen besser zu verstehen, weil wenn man vorne dran ist, dann ist man da einfach besser dabei. Ich denke, wir müssen einfach mehr uns selber einbringen, die Kolleginnen und Kollegen, damit auch wirklich was passiert und nicht sagen immer, dauert noch und wollen wir nicht und viele Sachen ja auch einfach mit vielen Vorbehalten belegt sind. Und ich denke, da muss einfach noch ganz viel passieren, damit es dann auch nicht nochmal 10 oder 20 Jahre dauert, bis wir bei der Digitalisierung angekommen sind, denn ganz wichtig ist es ja auch für die Bürger, natürlich auch für die Mitarbeiter, aber auch für die Bürger und ich denke schon, dass da viel noch gemacht werden muss, weil Formulare runterladen und ausfüllen kann es halt einfach nicht sein. Ich bin ganz begeistert, dass der Herr Bönig und der Dr. Dietrich so innovativ sind und die Stadt da massiv voranbringen wollen. Das nehme ich in unser Referat mit und freue mich auf die nächste Zeit. Digitalisierung, ein unheimlich spannendes Thema. Sie haben es bestimmt schon öfters gehört heute. Wichtig ist mir als Personalvertretung natürlich, dass die Leute mit im Boot sind. Ganz persönlich habe ich keine Angst davor, weil ich weiß, dass unsere Leute das schaffen werden. Und der viel angesprochene Kulturwandel, den wird es definitiv brauchen. Aber mir ist nicht Angst, wir machen uns auch nächste Woche in einer eigenen Klausurtagung fit dafür und wir sind bereit für das Neue, das kommt.